Hallo alle zusammen, ich begrüße euch bei The British Pint, denn heute ist wieder Brautag. Heute möchte ich ein Bier brauen, bei dem ich Brown Malt verwende. Brown Malt hatte ich ja bei dem letzten Video zu den Röstmalzen und Basismalzen erklärt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich packe es in die Videobeschreibung. Das Bier, was ich heute brauen möchte, passt zum Thema Brown Malt, denn es ist ein echtes Northern Brown Ale. Es gibt zwei Sorten von Brown Ales. Die einen werden mit viel Karamellmalzen hergestellt, auch dunklen Karamellmalzen und mittleren Karamellmalzen. Und die bekommen dann auch eine braune Farbe, sind aber eher süß im Charakter und haben eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Brown Ale. Die echten Northern Brown Ales werden mit Brown Malt gemacht, das es in Deutschland nicht so einfach zu bekommen gibt, aber es gibt immer mal wieder Shops, die das auch führen. Das Brown Malt hat 150 EBC. Und eigentlich könnte man ja meinen, dass das auch so ähnlich schmecken könnte wie zum Beispiel Karamünch mit 120 EBC. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Ich wollte aber trotzdem mal vor der Kamera so ein geröstetes Malz probieren, nachdem ich letztes Mal das Amber Malt außerhalb der Kamera probiert habe. Also schauen wir mal. Man kann übrigens auch die richtig schwarzen Malze, Schokoladenmalz und Black Malt probieren, wenn man möchte. Dann sollte man aber wirklich nur einen halben Teelöffel nehmen. Sonst kriegt man den Geschmack nach einer halben Stunde noch nicht weg. Ich gucke jetzt mal, ob ich bei dem hier einen ganzen Teelöffel nehmen kann. Also es ist dem Ambermalz gar nicht so unähnlich. Es ist sehr bitter. Also natürlich bei weitem nicht so bitter wie die schwarzen Malze, aber es ist sehr bitter. Das Aroma von verbranntem Brot ist sehr stark. Und es hat diese Schärfe, also wirklich so scharf-bitter, sehr unangenehm. Würde ich nicht in meinen Müsli tun. Jetzt ist besser. So, wie geht ein Northern Brown Ale? Also, das Rezept ist relativ einfach. Helles Malz, Brown Malt und ein bisschen Schokoladenmalz dazu. Ich habe mir überlegt, ob ich das Chocolate Malt weglassen sollte, weil ich ja den Geschmack von dem Brown Malt besonders herausstellen möchte, damit ich auch verstehe, was ich da für Aromen hinzugefügt habe. Aber ich denke mal, das wird ungefähr hinhauen von den Prozentsätzen. Das ist ein Bier mit etwas mehr als 5% Alkohol am Ende, also 13% Stammwürze. Das ist also mehr als 1 Kilo pro Gallon Malzschüttung. Das sind 92% Pale Malt, 6% Brown Malt und 2% Chocolate Malt. Das könnt ihr dann entsprechend eurer eigenen Menge hochskalieren. Das Ganze wird 75 Minuten bei 66 Grad gemeischt. Also von der Mischung her müsste das Bier jetzt eine mittelbraune Farbe bekommen. Also es wird nicht so dunkel sein wie ein Porter mit 100 EBC. Ich würde mal sagen so zwischen 50 und 80 oder sowas. Von der Schüttung her, also es wirkt von den Anteilen an Röstmalz noch relativ harmlos. Wobei ein Stout jetzt auch nicht so viel weniger hat, aber es ist halt ein helles Röstmalz. Das Brown Malt ist ja auch nicht so dunkel. Und dementsprechend denke ich, dass es halt von der Farbe nicht so sehr wie ein Porter wird, aber der Geschmack sollte relativ intensiv sein. Also 6% von dem Brown Malt. Hier wird extra gewarnt, dass Brown Malt sehr harsche Geschmäcker da reinbringt und dass es deswegen für mehrere Monate reifen sollte. Ich lasse meine Guinness und andere Stouts immer 2 Monate reifen und ich mache das ja warm, deswegen reifen die sehr, sehr stark durch. Ich überlege, ob ich das jetzt hier 3 oder sogar 4 Monate reifen lassen sollte. Also hier steht at least 4 months. Das wäre natürlich schon heftig. Gut, also das Ganze haben wir von der Malzschüttung geklärt. Maischen, Standard-Kombirast, 66 Grad, 75 Minuten. Dann wird das Ganze gekocht. Auch wie beim letzten Bier, wieder nur 60 Minuten, typisch deutsch. Und mit den Hopfen East Kent Golding als Bitterhopfen und Fuggles als Aromahopfen. Das ist fast exakt wie das letzte Bier. Was haben wir da? 10 Gramm East Kent Golding und 2,5 Gramm Fuggles. Ich glaube, das ist von der Menge ein bisschen anders als letztes Mal. Und dann müssten wir noch überlegen, welche Hefe wir nehmen. Ich könnte die Marston-Hefe nehmen. Die habe ich lange nicht mehr benutzt und ich kann die ja nicht so lange flüssig im Kühlschrank lagern lassen. Auch wenn ich die schlemme und die nicht mehr in der Bierwürze stehen. Aber ja, die Marston-Hefe werde ich nehmen. Ich gucke mal, ob sie noch funktioniert. Ich werde sie gleich mal rausnehmen und dann gucken, ob sie bis in 2-3 Stunden anfängt zu blubbern. Sonst muss ich eine andere schnell noch nehmen. Die Marston-Hefe habe ich aus einer Flasche Marston's Pedigree propagiert. Das heißt, ich habe eine Flasche bekommen, wo drauf stand Bottle Conditioned und nicht den Bodensatz mittrinken. Und dementsprechend habe ich da, wenn ich
nachdem das Bier raus war, den Bodensatz mit ein bisschen Gerstenmalz und sterilisiertem Wasser gefüttert. Und ja, das hat sich gut entwickelt. Also seitdem habe ich dann eine extra Hefe. Das Marston's Pedigree bekam man damals in so Shops wie The English Shop oder sowas. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch so ist. Jetzt mit dem Brexit ist ja alles schwieriger zu bekommen. Aber ja, ich habe die Hefe nie analysiert bei gleichem Rezept. Ich habe dann immer bunt bei verschiedenen Rezepten auch verschiedene Hefen genommen. Deswegen weiß ich nicht genau, was sie für ein Aroma macht, aber ich werde es mal ausprobieren. So schlimm wird es nicht sein. Ich habe damit auf jeden Fall auch schon Stouts gebraut. So, ja. Das Ganze heißt wieder nur mit Doldenhopfen gemacht. Das heißt, der Schaum wird wenig Chancen haben, wie das bei englischem Bier üblich ist. Ich weiß nicht, ob Brown Malt auch den Schaum wieder ein bisschen stabilisiert, wie das zum Beispiel Black Malt macht. Das werde ich dann aber sehen. Erstmal so von der Theorie her ganz, ganz wenig Schaum. Ja, das Ganze werde ich dann nach dem Kochen wieder abkühlen, abfüllen in die Glasflasche. Da steht momentan noch das Amber Ale, war das Casper's Mild? Genau, das Casper's Mild steht da noch drin. Das werde ich dann auch gleich noch abfüllen und dann geht's wie immer weiter. Ach so, was ich irgendwann mal machen möchte, da habe ich allerdings jetzt noch nicht die Initiative für, ist, dass ich Röstmalze später zur Maische tue. Dass ich also eine Stunde oder 1,5 Stunden maische, aber nur eine halbe Stunde oder 3/4 Stunde davon sind die Röstmalze mit anwesend. Das soll wohl helfen, wenn Biere mit Röstmalz säuerlich schmecken. Und ich habe das bei Porter bisher immer gehabt. Und es kann sein, dass das bei diesem Brown Ale auch passiert. Dass das dann sauer schmeckt. Bei Stouts hatte ich das noch nie. Also bei Stouts ist irgendwie dann das Verhältnis wieder so, dass die Säure nicht bemerkbar ist oder nicht zum Tragen kommt. Ich weiß es nicht. Ja, das wär's dann aber. Und ich hoffe, ihr fandet die Bieridee auch ganz nett und vielleicht braut ihr sie auch. Und vielleicht habt ihr ja sogar was gelernt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wieder Brautag ist. Bis dann.